Hallo zusammen, mein Name ist Wladimir Polyakow oder Vladi, das ist ein bisschen kürzer, und heute möchte ich euch meinen Vortrag über mentale Aspekte im Apnoe präsentieren. Dieser Vortrag habe ich zum ersten Mal 2017 gemacht, bei meiner Ausbildung zum Pedimaster Freediver, und nach einigen Jahren Erfahrung und gesammelten Kenntnissen in diesem Bereich möchte ich heute meine Erfahrung mit euch teilen. Der Vortrag richtet sich überwiegend auf die Anfänger-Freediver. Andererseits, man kann einige Punkte aus diesem Vortrag auf andere Sportarten bzw. auf die anderen Lebensbereiche projizieren. Welche Punkte das sind, würde ich später im Vortrag extra angehen. Und jetzt geht es los. Kurz über mich, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin im Apnoe seit 2014 und 2019 hat es mir sogar gelungen, den zweiten Platz bei der deutschen Apnoe-Meisterschaft im Pool zu gewinnen. Ohne mentale Stärke hätte ich dieses Ziel nicht erreicht und deswegen behaupte ich, ich habe was zum Thema mentale Aspekte zu sagen. Und jetzt geht es endlich tatsächlich los. Okay. Die Ausgangssituation oder warum ist die mentale Vorbereitung auch wichtig? Bleiben wir erstmal im Pool, bei Statik oder Dynamik. In beiden Fällen besteht eine Gefahr, dass der Tauchgang, ich bezeichne Statik auch als Tauchgang, früh abzubrechen wird oder früher als sonst abgebrochen werden kann. Bei Statik und bei der Dynamik. Sobald die Easy-Going-Phase zu Ende ist, besteht die Gefahr, dass ich mich unwohl fühle und ich breche meinen Tauchgang ab. Beim Tieftauchen ist ein bisschen schwieriger von der Tiefe sofort hochzuspringen, aber dort besteht eine andere Gefahr, da die Tiefe wird auch anders interpretiert aufgrund der Tauchsituation. Im Pool 5 Meter Tiefe wird ganz anders wahrgenommen als die gleiche Tiefe im See, wo kalt und dunkel ist. Und deswegen, das habe ich relativ oft bei der Anfänger auch, meinen Kursen gesehen, dass Übergang vom Pool zum See ist tatsächlich schwierig ist. Auch bei der gleichen Tiefe. Und im Wasser gibt es keinen Coach, der vielleicht ein bisschen unterstützen oder pushen kann. Es geht, okay, gut, bei der Statik kann natürlich der Coach schreien, noch 10 Sekunden geht es, logisch, aber allgemein, der Freediver ist auf sich gestellt, da ich mache meinen Tauchgang und nicht mein Coach. Deswegen ist diese mentale Vorbereitung auch wichtig. Gut, bleiben wir noch ein bisschen bei der Theorie. Ihr kennt das bestimmt schon. Der Tauchgang besteht aus 2 Phasen, das Easy-Going-Phase und eine Struggle-Phase. Easy-Going-Phase ist angenehme Phase und meine mentale Vorbereitung spielt dann später in der Struggle-Phase, wo ich mit dem Schmerzen zu kämpfen habe. Und damit ich den Tauchgang verlängern kann, muss ich auch logischerweise beide Phasen verlängern. Je größer ich diese Phasen verlängern kann, desto länger kann ich tauchen. Gut, und jetzt gehen wir erstmal in die Details, wie ich meine Easy-Going-Phase verlängern kann. Gut, bleiben wir noch ein bisschen bei der Theorie. Wie kann ich meine Easy-Going-Phase verlängern? Also was ich hier als vorschlage, habe ich auf mich selbst angewendet, habe bei mir selbst ausprobiert. Das funktioniert für mich sehr gut. Es kann sein, dass für einige, dass es nicht arbeiten würde, aber für mich hat es wirklich sehr gut gepasst oder passt sehr gut. Also als erstes logischerweise, ich muss mich dehnen, entspannen und machen Atemübungen. Logisch. Ich werde hier keine Übungen vorschlagen, das springt das Rahmen des Vortrages, aber ich möchte unbedingt eine Übung zum Vergrößern vom Brustkorb erwähnen. Ich habe ein Video aufgenommen, das Video befindet sich auf meinem YouTube-Kanal, der Link ist am Ende des Vortrages und die Übung kommt aus dem Bodybuilding-Bereich, deswegen ist wahrscheinlich nicht so bekannt im Freediving.
Aber es ist ziemlich effektiv und es ist relativ leicht zu machen. Bitte schaut mal am Ende. Gut. Sonst, für mich funktioniert auch sehr gut progressive Muskelentspannung für Schulter-Nackenbereich. Ich arbeite 8 Stunden am Computer im Büro und ich merke, dass mein Schulter-Nackenbereich wird ab und zu steif. Und deswegen mache ich regelmäßig diese Übung genau in der Ecke. Es ist relativ kurz, ein paar Mal, und das merke, es tut mir wirklich gut. Ein Massagensessel wäre auch eine Alternative oder Schulterstand. Aber dafür muss man Schulterstand wirklich können, sonst besteht eine Verletzungsgefahr. Als letztes natürlich regelmäßiges Training, richtige Tauchtechnik und gute Ausrüstung. Es bringt nichts, einmal einen Kurs zu machen, dann eine lange Pause und dann zum Freediving kommen und erwarten, dass die Ergebnisse gut werden. Das Training muss schon regelmäßig sein. Zur Ausrüstung würde ich Folgendes sagen. Für mich zum Beispiel, ich mache Statik ohne Tauchmaske oder Schwimmbrille und ohne Nasenklemme. Und ich habe ausgerechnet, das bringt mir Performance 20%. Mein Tauchreflex funktioniert besser. Und 20% bei 5 Minuten Statik bedeutet eine zusätzliche Minute. Da sind wir schon bei 6 Minuten. Deswegen überlegt euch, probiert mal, was für euch am besten passt. Das waren jetzt die Punkte zur Verlängerung der Easygoing-Phase. Und jetzt gehen wir zum nächsten Kapitel. Wie kann ich meine Struggle-Phase verlängern? Gut, also, wie kann ich meine Struggle-Phase verlängern? Nur mit mentalen Techniken. Es gibt nichts anderes. Ja. Aber welche Techniken existieren, erzähle ich auch gleich. Okay, gut. Welche mentale Techniken existieren, beziehungsweise welche mentale Techniken würde ich oder möchte ich vorschlagen? Als erstes, sehr bekannt, Visualisierung des Tauchganges. Aber ich möchte auch sagen, man soll also nicht nur den natürlichen Tauchgang visualisieren, also sich vorstellen, wie der Tauchgang funktionieren würde, sondern ich würde sagen, man soll sich entkoppeln beim Tauchgang. Das bedeutet, in meinen Augen, der Körper macht den Tauchgang und meine Wahrnehmung nehme ich aus dem Körper raus, damit ich dieses Schmerz während der Struggle-Phase nicht empfinde. Also mein Körper macht den Tauchgang, ich beobachte seitlich, wie mein Körper den Tauchgang macht. Wie kann man das visualisieren? Lasst euch einfach aufnehmen mit Videokamera. Und beim Streckentauchen, Tieftauchen, auch bei Statik ist relativ einfach. Lasst euch einfach aufnehmen, das kann ihr Body sein, und dann habt ihr diesen Film vor Augen und kann besser visualisieren, wie ihr den Tauchgang macht oder der Körper. Das wäre die Visualisierung. Bodyscan, sehr wichtig. Wie kann ich dann meine Aufmerksamkeit von Atemnot in andere Körperteile lenken? Es gibt gute Technik. Lass einfach Statik ohne Zeitansagen machen und versucht wirklich so stark wie möglich entspannen, bis zum ersten Atemreiz kommt und dann bis 10 zählen erstmal. Und erst dann auftauchen. Oder versucht wirklich eure Aufmerksamkeit in die Füße, Zehen zu leiten. Ich merke sehr oft, dass bei mir der Mundbereich angespannt ist. Und ich versuche dann dieses Bereich zu entspannen. Und ich will von Zeit nichts wissen. Ihr könnt natürlich vereinbaren, ihr macht einen 2-minütigen Statikgang, Tauchgang, aber der Body sagt euch die Zeit kurz vor dem Ende. Dann noch 5, 4, 3, 2, 1. Und ihr versucht ohne Zeit einfach entspannen. Genau. Die nächste Variante gilt auch für Statik überwiegend, Ablenkung oder Selbstgespräche. Es wird sehr oft vorgeschlagen, man soll sich ein Paradiesland vorzustellen und sich
in dieses Land übertragen während des Tauchganges für Statik. Ich behaupte, das funktioniert schlecht, aber jeder von uns hat ein besonderes Ereignis oder mehrere Ereignisse, die positive Ereignisse. Das kann Untergang, Aufgang sein, ein Spaziergang mit dem Geliebten, Geliebte oder ein besonderes Ereignis, zum Beispiel Snowboarding fahren, wie bei Anna Bodica. Ich habe auch meine eigenen Ereignisse und das Ziel wäre oder ist, dieses Ereignis durchzuspielen während des Statik. Also wie ein Film, Trickfilm. Man versetzt sich in dieses Ereignis und nicht in Statik und versucht dieses Ereignis in Gedanken durchzuspielen. Dadurch gewinnt man noch einige Sekunden oder sogar Minuten. Zeit vergeht anders. Wir sind dann in diesem Unterbewusstzustand und im Unterbewusstzustand läuft die Zeit anders. Wir gehen schon von diesem Unterbewusstzustand Richtung Hypnose. Kommt noch. Und natürlich, Verankerung des Erfolgs, Verbesserung in kleinen Schritten. Das ist wichtig, wie verbessere ich mich in kleinen Schritten, funktioniert für mich sehr oft gut, wenn ich einen Tauchgang, Tauchgang mache, dann versuche ich unbedingt eine Wende zu machen. Das bedeutet für mich, okay, am Anfang war 50 plus, unbedingt noch eine Wende, dann war später 100 oder 75 plus und so weiter. Oder in kleinen Schritten. Also ich mache heute 75, dann nächste Woche versuche ich langsam Richtung 80 oder danach 100 Meter zu kommen. Das ist in kleinen Schritten und nicht in großen Schritten. Sonst wird der Körper strapaziert und spielt irgendwann nicht mit. Blackout oder einfach man wird krank. Genau. Und jetzt gehen wir Richtung Selbsthypnose oder autogenes Training. Zum autogenes Training gibt es viele Bücher, aber zur Selbsthypnose würde ich unbedingt was sagen. Man muss auch Ziel vor Augen haben. Und das ist unsere Selbsthypnose. Also wenn die Struggle-Phase kommt, oder im Training der Struggle-Phase, man muss wirklich dann sich gezielt sagen, warum mache ich diesen Scheiß, Entschuldigung, oder warum mache ich? Also ich mache dieses Freediving, damit ich auch mental stärker bin. Oder ich liebe diese Herausforderung. Man muss wirklich was Positives finden und das kann man auch auf die anderen Lebensbereiche übertragen. Zum Beispiel, also auf meinem Niveau. Ich sage mir, also ich liebe die technischen Probleme zu lösen, weil dadurch erweitere ich mich und ich komme auch voran und ich bringe eine Lösung. Oder ich mag Sport früh zu treiben, weil dadurch bekomme ich ein positives, das positive Aufladen für den ganzen Tag. Und wenn das in Struggle-Phase kommt, muss man wirklich mit der Selbsthypnose, muss man sich positiv ansteuern, warum mache ich überhaupt diese Struggle-Phase, um besser im Freediving zu werden oder mich besser entspannen zu können. Und das sind die mentale Techniken, die ich erwähnen möchte. Und als Wissenschaftler oder als ehemaliger Wissenschaftler möchte ich auch die Quellen angeben, die ich beim Vorbereiten dieses Vortrages verwendet habe. Die Quellen werde ich auch in Comment Notes zu diesem Video auch verlinken. Ihr findet dann die Quellen über die Links. Ich hoffe, der Vortrag hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Lass mir bitte wissen in den Kommentaren, was dir gefallen hat oder was du noch gewünscht hättest aus diesem Vortrag. Die Kontaktdaten findest du auf meinem YouTube-Kanal. Dann viel Erfolg, aber tauche nie allein und dive safe. Ciao, dein Vladi. Bye.